Ja, Leute, das ist mein erstes Reaction-Video und ich möchte heute mit euch den Vortrag von Dr. Brent Edwards auf der EuH durchgehen, weil es liegt mir sehr am Herzen, dass wir immer noch die Schwerhörigkeit von Menschen am Tonaudiogramm messen. Für alle Nicht-Akustiker gehen wir jetzt mal hier auf ich habe jetzt einfach hier bei Google Tonaudiogramm eingegeben. Da könnte ich jetzt egal welches nehmen. Ich habe jetzt mal das mit diesen Vögelchen, ist ja ein Vogel hier genau, und Blätterrauschen und so hergenommen. Praktisch, das ist das, was wir immer als Akustiker nehmen. Für alle Nicht-Akustiker ist es schon schwer, erstmal das zu erklären. Also wir fangen hier bei 125 Hertz an zu messen, gehen auf 8000 und hier ist die Nulllinie, da hört man normalerweise gut. Und je weiter die runterrutscht, umso schlechter hört man eben. Und dann gibt es den Hochtonbereich, der ist hier. Auf jeden Fall halte ich nicht viel davon. Erstens die Schwierigkeit hiermit zu erklären und zweitens kann man hiermit kaum eine Auskunft darüber geben, ob jemand mit seinem Hörvermögen Schwierigkeiten hat im Alltag oder nicht. So, das ist eigentlich der Punkt. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal zu Brent Edwards reinhüpfen auf dem seinen EuH-Vortrag 2022. Aber davor wollte ich euch noch zeigen, der Brent Edwards, das ist schon ein Kaliber. Also der ist sozusagen der Direktor von den National Acoustic Laboratories in Australien, einem Forschungsinstitut, dem wir sehr viel zu verdanken haben, unter anderem wie wir Hörgeräte generell einstellen. Also das ist nicht irgendjemand, sondern der hat echt Ahnung davon. So, dann spielen wir das Ganze jetzt mal ab. Sekunde. So, jetzt geht's los. So, let me start with a question for the audience. Also eine I Frage. have a series of audiograms on the screen, and I'd like you to raise your hand. See audiogram number 1, the one at the top. How many people would recommend a hearing aid if someone showed up at your clinic? So, erst die Frage, wenn jemand mit dieser Hörschwelle in unser Hörgeräte-Fachgeschäft kommt, bei wem würdet ihr ein Hörgerät empfehlen? So, das ist natürlich eine Fangfrage. Weiter geht's. With that audiogram, raise your hand. How many people would say you need a hearing aid? Not many. Wer braucht ein Hörgerät? Audiogram number 2, the one in blue. Da werden sich jetzt schon ein paar melden. Beim Einser wahrscheinlich nicht. Couple. How about number 3? How many would recommend? Da auf jeden Fall bei den meisten wahrscheinlich, weil es in Deutschland dann als schwerhörig gilt. You know, someone comes in, we measure their audiogram, we make decisions about their need and whether we should treat them. Genau, also übersetzt auf Deutsch, man misst, also der Betroffene kommt ins Hörgeräte-Fachgeschäft, dann machen wir das Tonaudiogramm und dann sagen wir bis jetzt, Sie brauchen ein Hörgerät oder Sie brauchen eben keins. Now, my organization in Australia, we have a couple hundred clinics. We have a couple 100,000 patients or clients. And 20 to 30% of the people who come into our clinics, we measure their audiogram and they look like number 1. Genau. Also die meisten haben eben dieses Tonaudiogramm hier, wie ihr es gesehen habt, ganz leichter Hörverlust. Ja, ist ein bisschen kompliziert, was überhaupt ein Hörverlust ist, aber wir hören mal weiter zu. They have what we would call normal hearing. So guess what happens with that person who's come in asking for hearing help? The audio. Genau, also er kommt rein, dann wird das Tonaudiogramm gemacht und dann stellt man sozusagen nach dem Tonaudiogramm ein normales Hören fest. Und was passiert jetzt mit dem Betroffenen? Der kommt ja nicht einfach so, ja? Says, congratulations, you have normal hearing. Come back in 5 years and we'll test you. Genau, also gratuliere, Sie hören gut, kommen Sie in 5 Jahren zurück. You're hearing again. Goodbye. And that's it. And I know this happens around the world. I'm sure it happens in Germany. And but it begs the question, why was that person there in the clinic? Why did they come in, say that they have hearing difficulties and presumably asking for help? Genau, also es kommt überall auf der ganzen Welt vor, ist eigentlich immer das Gleiche. Wir sagen demjenigen, Sie hören gut, was wollen Sie eigentlich? Hier kommen Sie in 5 Jahren wieder.
Ja, aber wie gesagt, derjenige ist ja nicht einfach so gekommen, er ist ja reingekommen, um Hilfe braucht, ja. So I want to answer two questions that are related to this. One, do these people who walk in with what I'll call minimal hearing losses, do they actually need hearing help? Should we be concerned about them? And two, if the answer to that question is yes, what do we do? What do you do? Genau, also braucht so jemand mit so einem minimalen Hörverlust Hilfe? Und zweitens, kann er von Hörgeräten profitieren? To help someone who has hearing loss, but who has hearing needs, but they don't have any measurable hearing loss. So let's consider that first question. Do people with minimal hearing loss need help? Well, let's look at what the World Health Organization says about. Genau, braucht jemand mit so einem minimalen Hörverlust Hilfe? So, und jetzt schauen wir mal, was die WHO dazu sagt. Und dieses International Classification of Function, das ist eine ganz raffinierte Einteilung. Ihr werdet selber gleich merken, ja. Health disability in general, not just hearing, but all health. They define health disability and the need for health assistance. Genau, also es wird hier in drei, nach dieser ICF wird das Ganze hier in drei Unterbereiche. Auf jeden Fall, wie kann er an der Welt um sich herum teilnehmen? Ne? By what is your bodily function? What are your activities? You know, how do you participate in the world around you? But also, what are the environment factors in which you live in? What about the people around you, the social situations, your environment? So when we think about the audiogram, that's the first dot point, the bodily function. Genau, also Audiogramm, Tonaudiogramm gehört zum ersten Teil dazu, aber nicht die täglichen Aktivitäten und nicht, ob er teilnehmen kann an seiner Umwelt. For the rest, when we make decisions on whether that person has hearing disability, that we should be considering. Now, 2 years ago, WHO published a landmark report on hearing that got a lot of Mit WHO ist die WHO gemeint. Attention, and this is a quote from that report, basically saying that hearing thresholds, the audiogram, should not be used. So, und jetzt kommt der Knaller, ja. Wer mich verfolgt hat, die letzten Monate, da habe ich ja immer schon gesagt, ja, ich weiß, Klugscheiß, dieses Tonaudiogramm kann nicht die Bemessungsgrundlage sein oder wir können nicht aufgrund vom Tonaudiogramm sagen, ob derjenige Schwierigkeiten hat oder nicht. Und die WHO sagt es auch, Hearing Threshold, die Hörschwelle should not be used as the sole, also als die einzige Determination, Bestimmtheit, um zu bemessen, die Behinderung, um die Behinderung zu bemessen, ja. As the sole determinant of whether someone needs a hearing aid or a cochlear implant. That's pretty powerful when WHO says, don't do what we're all doing. Don't do what actually the whole world is doing. Genau. In the US, a couple years ago, there's a task force that looks at all aspects of healthcare and makes decisions on preventative health. How can we improve the health of our population? And they looked at the question, should we recommend hearing screening for adults 50 years and older? Now, everyone in this room would probably say, absolutely, as soon as someone gets in their 50s, everyone should get an annual hearing screening from their GP. Well, this group came to the conclusion, no, that they did not recommend hearing screening. Also, die empfehlen kein Hörscreening. Weiter geht's. For older adults. And the reason is because hearing screening fundamentally is like a simplified audiogram. And looking at the evidence, they concluded that pure tone. Genau, weil beim Screening einfach diese 4, 5 Frequenzen gemessen werden, kommt natürlich darauf an, von wo bis wo man ist. Normalerweise misst man von 250 bis 4000 bei einem Screening oder vielleicht auch bis 6000 Hertz. Thresholds in a screening would not be good at determining whether someone needs a hearing device or would benefit from it. That's also very powerful. But we all know this. We've known this for a long time. This is some epidemiological research from almost 40 years ago that shows that of all the adults who said they had a hearing loss, 20% of them actually had normal audiograms. Now, on the flip side, almost half the people in another epidemiological... Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Here, 1 in 5 adults who reported that they had a hearing loss had normal audiograms.
Also jeder fünfte, 20% derjenigen, die gesagt haben, dass sie Schwierigkeiten beim Hören haben, hatten ein normales Tonaudiogramm. Was bedeutet, das Tonaudiogramm kann nicht die einzige Grundlage sein zur Beurteilung. Percent of them actually had normal audiograms. Now, on the flip side, almost half the people in another epidemiological study, almost half the people who actually had a... Also die Flipside, die andere Seite andersrum, 43% der Bevölkerung mit PTA, Pure Tone Average, über 25 dB, HL Hearing Loss haben reported, also haben behaupten, gut zu hören. Pure Tone Average bedeutet, Pure Tone ist Reinton, Audiogramm, ihr zählt da zusammen 500, 1000 und 2000 Hertz und teilt es durch 3. Dann habt ihr den Average, den Mittelwert, ja. Measurable hearing loss, Pure Tone Average greater than 25, said they had normal hearing. They didn't identify as having hearing difficulty. So all of this begs the question, why do we use the audiogram as our determinant of need and whether we should help someone and how we should help them? Well, I published this a couple of years ago and in order Ganz kurz, bevor es weitergeht, also es gibt hier so eigentlich 4 Quadranten, aber hier sind es in dem Fall eben 5. No hearing loss, also nicht schwerhörig. No hearing difficulty, also da geht es eben darum, nicht ob er einen Hörverlust hat oder sie, sondern ob er Schwierigkeiten hat. Und hier hat keine Schwierigkeiten und Schwierigkeiten beim Hören. Try to think about the world of people with hearing dysfunction. This column here are people who have what we would call normal audiograms. Pure tone averages less than 25. This column here are people... Also, no hearing difficulties, no hearing loss. Also im Feld A weder noch. People who actually have a measurable hearing loss, according to the audiogram. Let's call it clinical hearing loss. This row are people... Also, B, Clinical Hearing Loss, also man ist schwierig, hat aber keine Schwierigkeiten. Who, if you ask them, they say, I don't have any hearing problems. I've got no hearing difficulty. This row here are people who actually say, I've got hearing difficulty, I've got hearing problems, speech and noise, I might have a hearing loss. So I estimated the numbers in the US for each of these groups, and in Europe it'll be very similar, a little bit higher, but the proportions will be quite the same. We consider the group on the right, those who have a measurable hearing loss. This is who we all consider the viable market for hearing aids. When we talk about this... Genau, also obwohl man eine Schwierigkeit hat, kann man es eben immer noch unterteilen in, ob man Schwierigkeiten hat oder eben, ob man keine Schwierigkeiten hat oder ob man Schwierigkeiten hat. Only 30% of people who need a hearing aid have them is because we're looking at this group as the total viable market for hearing aids. So what are the numbers here? Of the people who have... So, diese 26 Millionen Menschen, ich weiß jetzt nicht, woran das genau bemessen wird, in welchem Land, keine Ahnung. Auf jeden Fall der größte Teil, wo man eben sagt, die sind schwerhörig, haben aber keine Schwierigkeiten. Und das ist der Teil, den wir versuchen, in den Fachgeschäften davon zu überzeugen, dass sie ein Hörgerät brauchen. Jetzt könnt ihr euch anhören, was der Dr. Edwards dazu sagt. Measurable hearing loss. Most of them, 26 million in the US, will say they don't have any hearing difficulty. So why do we include this group in our target market? So, warum schließen wir also diese Menschengruppe in die Hörakustiker Target Market? Also warum wollen wir denen was verkaufen? Ja? People that we want to fit hearing aids on. And why do we say we're not doing a good job? Because we're not fitting hearing aids on that group who don't want a hearing aid. Also warum glauben wir, dass wir einen schlechten Job machen, wenn wir den Leuten Hörgeräte anpassen wollen, die aber keine haben wollen, ja? Weil sie keine Difficulties haben. They don't perceive to have any help. Like with any product, if you don't have a need, why would you get that product? So if you gave this group of people a hearing aid for free, put it in their hands, delivered it to their door, they wouldn't use it. Genau, das kennen die Amis gar nicht. Also wenn man denen umsonst ein Hörgerät in die Hand drückt, würden sie es gar nicht benutzen, was in Deutschland ja der Fall wäre, wenn es ein Kassengerät wird. Because they don't perceive a need. So the real market for us is this group down here.
So this is the group with the measurable hearing loss. They know they have hearing problems. And again, in the US, that group, maybe 2/3 of them were actually fitting with hearing aids. So we're doing a pretty good job, but there's still quite a few people who have a measurable hearing loss. They know they have hearing difficulty, but they're rejecting hearing healthcare. Da unten wird es nochmal unter Owner und Non-Owner aufgeteilt. Also diejenigen Hearing Difficulties und Hearing Loss haben ein Hörgerät, sind 8,7 Millionen und die Hearing Difficulties und Hearing Loss haben, also beides, und die kein Hörgerät haben, ist bei 3,4 Millionen. Diese 3,4 Millionen, wer jetzt Hörakustiker ist, von denen die zuschauen, das wäre sozusagen die Zielgruppe hier, dem man Hörgeräte abgeben könnte und eben nicht dieser Riesenbatzen hier, die 26 Millionen. Address, and in the US, OTC hearing aids are going to be one possible solution for this group. But what I want to talk about is this group over here. The people who don't have a measurable hearing loss. So, genau. Er möchte also über die Gruppe reden, die keinen messbaren Hörverlust laut Tonaudiogramm haben, aber eben Schwierigkeiten haben. Sie berichten von Schwierigkeiten in ihrem Alltag. But say they have hearing problems. And as I said, 20 to 30% of the people who come to our clinics in Australia fall into that group. And in the US, I estimated the size of that to be 25 million. Muss man sich mal vorstellen, wie viele das sind, 25 Millionen. Bigger than the number of people who have a measurable hearing loss difficulty, by the way. So this is a very large group of people who are being ignored. They're not being serviced. Solutions aren't being developed for them, but they have a hearing need. But we ignore them, and we actually tell them, you don't have any hearing problems because they don't have a measurable. Also wie er sagt, wir ignorieren die total hier. Die haben zwar Probleme, kommen zu uns und erzählen uns von ihren Problemen, aber sie werden ignoriert vom Arzt, von uns. Ja. Hearing loss according to the audiogram. So is any of this making sense anymore? Hopefully you're starting to think about what you do in your practice and going, am I doing everything as well as I can here? And so that's part of the message that's gotten me thinking, how can we help this group? And genau, und jetzt fängt er eben an, oder wir sollten anfangen zu überlegen, wie helfen wir denen? What can tell us that they have a need if the audiogram isn't? So there must be another way that we Genau, also was veranlasst uns, oder was könnte jetzt uns helfen zu sagen, dass wir sozusagen derjenige braucht Hilfe oder nicht, darum geht's. In a validated way confirm that they have problems and validate their need. And this, I think, was beautifully summarized, this arbitrary number of 25 dB pure tone average this paper talks about the history of where that came from. And indeed, it is rather arbitrary. There are reasons that it was created, and we have the categories of 25 and 40. And genau, da geht es eben darum, wer hat das eigentlich mal eingeführt, diese 25 dB-Grenze? 70 for moderate and severe. But this idea that if you're better than 25, you're fine. If you're greater than 25, then you need a hearing aid. Also das ist ja das, wer hat das mal festgelegt, dass wenn man schlechter als 25 dB hört in irgendwelchen, ich sage jetzt mal irgendwelchen Frequenzen, in bestimmten Frequenzen, also normalerweise 500 bis 4000 Hertz, ja, in Deutschland sind es 30. Woher kommt es eigentlich? Wer hat das bestimmt? Ja? Is fundamentally flawed. And hopefully I've given you a little bit of evidence over the past few minutes of that. Now, Larry Humes, who's an audiologist in the US, very well respected, was thinking about this in a different way. He was thinking about over-the-counter hearing aids. Now, if you're going to get a hearing aid in a pharmacy or an electronics shop without an acoustician or audiologist to measure your hearing, how do you know that you are a candidate for an OTC hearing aid? So what he concluded is a very... Genau, also wenn man jetzt keinen Akustiker oder Audiologen hat, wie findet man raus, ob derjenige ein Hörgerät braucht oder nicht, dieses OTC, Over-the-Counter Hearing Aids, ja? Reasonable approach is to use a validated questionnaire of hearing need. Validated Questionnaire ist sozusagen ein wissenschaftlicher Fragebogen. In dem Fall hier Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening, HHIES für Screening hinten. Questionnaire ist der Fragebogen, genau.
And he suggested the HHIES, the Hearing Handicap Inventory for the Elderly short form, which is a questionnaire that's been around for 40 years. It's 10 questions, very easy to do, as possibly a way that people can identify whether, they are a candidate for a hearing aid and should get one. So here are the 10 questions. So, genau, da wären zum Beispiel die erste Frage ist schon, does a hearing problem cause you to feel embarrassed when you meet new people? Also fühlt man sich unangenehm oder, wie sagt man, embarrassed? Ja, geschämt man sich dafür, ja, neue Leute kennenzulernen, weil man eventuell sagen muss, man hört nicht so gut oder immer fragen muss, wie bitte, ja, does a hearing problem cause you to feel frustrated when talking to members of, fühlt man sich schon frustriert, difficult hearing when somebody speaks, wenn jemand flüstert, ist das schon ein Problem und so, das sind halt die echten Fragen, ja. I won't read them out, but if you just read any individual, you'll see that these make sense. These are the kind of questions you would probably typically ask a patient or a client anyways about their difficulty. Und da sind es natürlich immer geschlossene Fragen, ja, nein, sonst würde das wahrscheinlich ausarten, ja. This is a validated questionnaire and you score each question between 1 and 4. You sum it up and you end up with an overall score. Ah ja, habe ich Blödsinn verzählt, nicht ja, nein, sondern es gibt da eben die 4 Antworten und am Ende wird eben dann werden die Punkte zusammengezählt. Sorry, da war ich zu schnell. Between 0 and 4, you get a score between 0 and 40. The higher the number, the greater your self-perceived hearing need. So what Larry Humes did is he looked at a large database of over 10,000 people where they had both the audiogram and the HHIE score. Genau, also hier unten PTA ist sozusagen der Durchschnitt vom Tonaudiogramm, HHIE-Score, also hier sind die größten Probleme. Im Gegensatz dazu wäre das Tonaudiogramm, oder täusche ich mich jetzt, müsste eigentlich hier das Schlimmste sein. Ich glaube, da täusche ich mich. Und hier die Leute, die teilgenommen haben. Ja. And looked at the relationship between the two. So this is the HHIE score going from 0 to 40. That's where people up here self-assess. Ah ja, nee, das stimmt schon, genau. Also die meisten Leute hatten eben hier ein PTA, sagen wir mal hier von 45 und dann sagen wir mal hier dann den Score auf dem Fragebogen, dann wenn man es so rüber geht, dann vielleicht hier 25. So, jetzt hören wir mal weiter zu. With hearing, people down here say they have tremendous problems in their lives because of hearing. This is their audiogram, pure tone average, going from 0 to 70. So you see generally, as the pure tone average gets higher, the HHIE score gets worse, but it's not perfectly correlated. So what do? We kind of draw a line here at 25 and we say, if you're to the left of that, let me give you a Genau, also bei den meisten ist es tatsächlich so, je höher der PTA, desto höher auch die Punktezahl im Fragebogen, aber halt eben nicht immer. And if you're to the right of that, you don't need my help. So what Larry suggests is you might instead draw a line here and say, if you score up here on this questionnaire, you're doing fine. Your hearing isn't affecting your life. Genau, also wenn man hier drüber liegt, hast du kein Problem. And you have no need. But if you're down here, you're struggling. There are things in your life that your hearing is causing problems, and how can I help? So let's consider the combination of those. And so obviously, this group of here, no-brainers, they have hearing difficulty, and they have a hearing loss. Come on in, let's fit you with a hearing aid. But we also try to fit this group here, who also has a measurable hearing loss, but they have no problems at all. Genau, also das ist ja manchmal so, also an alle Akustiker jetzt, wie oft kommt es vor, dass ein Betroffener zu euch in den Laden kommt, ihr oder jemand, der geschickt wurde, ihr macht ein Tonaudiogramm, das ist im Tieftonbereich vielleicht 10 und dann geht es hoch im Hochtonbereich bis 60, 70 oder so und derjenige schwört, keine Probleme zu haben, ja. Und das wäre hier dieser Bereich. And we're wasting our time with them.
Genau, ist natürlich ein bisschen hart ausgedrückt, wasting your time, also man verschwendet seine Zeit, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es ist doch so, es wird dann viel Zeit dafür verwendet, demjenigen zu sagen, doch, Sie sind schwerhörig, Sie brauchen ein Hörgerät, aber derjenige berichtet halt eben im Alltag keine Probleme zu haben und wasting your time ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, denke ich eben, aber man könnte da das Ganze, die Zeit effizienter sozusagen gestalten. To get a hearing aid and we talk about, oh, it's stigma, they're just in denial, all these reasons why they're saying no to your hearing aid. Ja, genau, also man glaubt dann eben, die wollen kein Hörgerät, weil das Stigma noch da ist von den Hörgeräten und was weiß ich was, dabei haben sie einfach keine Probleme. Is they don't have a need. It's not affecting their lives. But this group here, down here, again, who I want to focus on, they're having significant difficulty. They're scoring tremendously high on these problems in their lives from hearing. And even though they have a normal audiogram, they can use some help. Also nochmal hier PTA, das ist hier dann 25 und darunter. Diese 25 sind diese magische Grenze, die da irgendwer mal festgelegt hat. Die aber trotzdem im HHI-Fragebogen eben hier größere Probleme angegeben haben. Ja. They have the need. So the question then, of course, is how can we help? So the summary so far, audiograms shouldn't be the only thing that we use to make decisions about someone's hearing needs and whether we should help them, and that people who have this minimal loss need help. Okay, now I'm going to move to the second question. What do we do about it? So someone comes in. Genau, jetzt kommt die spannende Frage, was machen wir mit den Leuten, die sozusagen im Tonaudiogramm unauffällig sind, aber die Leute, die gleichzeitig Schwierigkeiten haben. They got no measurable hearing loss. How can we help that person? Because there's no guidelines for this. Well, genau, there is no guidelines. Das bedeutet, es gibt also keine Leitlinien. Something that we thought was crazy. We said, well, what if we fit them with hearing aids? So that's exactly what we did. We recruited a bunch also warum nicht mal Hörgeräte anpassen? Ja, probieren wir es aus. of people who said they had speech and noise difficulty, but they had no measurable hearing loss, and we fit them with high-end Phonak rigs. So, der will jetzt sicher keine Werbung für Phonak machen, aber sie haben halt einfach das mehr mit Phonak-Geräten. RIG, Receiver in Canal, für alle Nicht-Akustiker, das sind diese Hörgeräte hinterm Ohr, wo hier so ein kleiner Draht vor dem Ohr verläuft und dann der Lautsprecher im Gehörgang sitzt. We split them into two groups. We had the experimental group, and they had fully functioning rigs with. Also Experimental Group und Control Group. Flat 8 dB insertion gain, linear, so that the amplified sound was above the sound coming through the vent or the dome. With noise reduction, with directional microphones and with beamforming. Genau, da erklärt er jetzt eben kurz, wie die Hörgeräte alle eingestellt wurden. Ja. I think Phonak calls it. This group here, the control group, this was the placebo group. They got the same hearing aids, but we fit the. Genau, also die Placebo-Gruppe, die haben die Hörgeräte so eingestellt bekommen, dass sie praktisch keine Verstärkung haben, dass auch kein Benefit dadurch entstehen könnte. With 0 dB insertion gain. So no gain, no features, no noise reduction, but it was active. They didn't know that this was basically a non-functioning hearing aid. And the reason genau, also es wurde ihnen nicht erzählt, dass das ein nicht funktionelles Hörgerät ist. That is sometimes when you do these experiments, people tell you that the hearing aids are amazing, even though they're not working. Genau, man will ausschließen damit, dass die Leute sagen, ja, das hat super geklappt. Dabei sagen sie das nur, weil sie in so einer Studie teilgenommen haben. So if we wanted to see a difference between these two groups, so we knew it wasn't a halo effect and the benefit was real. Okay, so we did a lot of data collection in the laboratory and in the field. These are the audiograms of the average of the group that we fit. Again, I don't think anyone in the world. Genau, also hier ist das Tonaudiogramm oder seht ihr es und hier bis 8000 Hertz sind die also alle über, bis auf einen hier vielleicht, über 20 dB, also völlig unauffällig, ja. Laut Tonaudiogramm. Would recommend a hearing aid for this population. So I'm just going to show you a little bit of data that we gathered. So we had a bunch of questions that we asked them about. They wore the hearing aids for 6 weeks out in the real world. We did laboratory measures of speech and noise, and we had questionnaires in the field, questionnaires when they came back. This is an example. This is the results from the control group with the
0 dB gain. These are the people with fully functioning hearing aids. On these questionnaires, the score goes from Hier die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe. You look at this question, are you convinced that obtaining your hearing aids was in your best interest? Also, are you convinced that obtaining, dass sie das Erhalten der Hörgeräte in ihrem Interesse ist? Und hier war es eben so, 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste oder 0. Und die echten Hörgeräte bekommen haben, die haben halt hier echt einen signifikanten Anstieg in ihrer Hörqualität im Gegensatz zur Kontrollgruppe gespürt. The control group basically said no. The score is very low. Experimental group scored fairly that. Do you think your hearing aids are worth the trouble? Control group, very, very low score. They basically said no. The experimental group said yes. Genau, worth the trouble meint er damit, diesen ganzen Umstand überhaupt so ein Hörgerät reinzustecken, aufzuladen, reinigen und so weiter. Ist das euch wert oder nicht? Und hier das gleiche Ergebnis. No hearing loss says the hearing aid was worth the trouble for them in their lives. Who would have thought that would happen? So for me, the most fundamental question was, okay, now that the study's over, would you like to continue to wear these hearing aids? Because that's for me the bottom line. Also Frage zum Schluss, werden Sie die Hörgeräte weitertragen nach der Studie, ja oder nein? Was it good enough you want to keep on using them? Going through the hassle of changing batteries or recharging and all of that stuff. The control group, every single person said no. When we asked them why, also keiner aus der Kontrollgruppe wird die Hörgeräte jemals weitertragen wollen. You would expect no benefit, uncomfortable, didn't like them. About 60% of the group in the experimental group said yes. Also überlegt mal, 60% der Leute aus der Experimentalgruppe wollen die Hörgeräte tragen, obwohl sie laut Tonaudiogramm und dem, was wir bisher gemacht haben, nicht schwerhörig sind. They wanted to continue to wear the hearing aids, and the reasons were it helped them. It helped them in the situations where they had hearing difficulty. So that was pretty amazing. Hearing aids can help people with no hearing loss, and enough that they want to use them, even after they've worn them for a couple months. Genau, das ist eigentlich eine Schlüsselstelle. Also die Leute, an denen man es ausprobiert hat, und das waren gleich 15 Stück, wollen die Hörgeräte, 60% davon werden sie tragen, obwohl sie keine Indikation laut Tonaudiogramm haben. Hearing aids out there to help people with hearing difficulty. These are some of them shown here, whether they're apps. Und das sind jetzt keine klassischen Hörgeräte, sondern eben OTC-Devices. Specifically at the Apple AirPods Pro. Und das Verrückte ist, habe ich auch schon mal ein Video drauf gemacht, das werde ich euch verlinken. Hier die Apple AirPod Pro kann man eben jetzt auch als Hörgeräte verwenden. And these are our researchers who did this study or investigated the acoustics of these devices. A couple of years ago, Apple created a feature that activated microphones on the outside. They called transparency mode, so you could hear the world. Genau, ich glaube, den Transparency Mode kennt auch jeder, der Apple-Produkte verwendet. Around you while you're wearing these occluding devices. We measured the insertion gain in transparency mode, and you see a nice sort of 0 dB. Also super Messung, die Transparency Mode, Insertion Gain, also die ist wirklich bei 0. Hier vielleicht ein paar Zacken, aber das ist von Apple schon wirklich hervorragend gemacht, ja. Insertion gain, so it really is passing the acoustics of the world around you for you to hear. But last year, they introduced what they call headphone accommodation, and this turns AirPods into hearing. Also hier kann man dann tatsächlich mit den AirPods seine Verstärkung einstellen. It adds gain and compression as a function of frequency, either with presets. You can select balance. Also Voreinstellungen oder slight, moderate, or strong gain, or man kann sogar sein Audiogramm hochladen. And it'll program the AirPods for your specific hearing loss, if you can believe that. Ist nicht so ganz einfach, aber wer sich dafür interessiert, kann sich das Video von mir dazu anschauen. We looked and said, well, what are these things doing? We measured the insertion gain from the AirPods for the presets. Here you see the gain as a function of frequency for different stimulus levels. So for, the gain goes something from 10 to 20 dB above 1,000 hertz, which for a mild loss is probably not too bad. We entered some audiograms to see what they would do for specific audiograms, and we compared them to the NAL NL2 prescription. So, genau, NAL NL2, also NAL, hier spricht man es ja oft NL aus, also die Verstärkungsempfehlung von NAL.
das wird jetzt verglichen mit dem, was die, was Apple, was die so leisten. Here in the solid line is what the AirPods did. Und also die Solid Line, die durchgezeichnete Linie, die liegt eben hier bei 65 dB, ziemlich genau auf dem, was NAL auch empfiehlt. For gain as a function of frequency for the different levels of input. And the dashed lines are the NAL prescription, the NL2 prescription. So this is what a hearing aid would do. Dashed Line ist die gestrichelte Linie. For hearing aids. And what you see is for speech level sounds, 65, the AirPods are pretty close to the NL2 prescription. So for speech level sounds, they're functioning very similarly to a standard hearing aid. For low level sounds, the gain is much less than what we would prescribe. For high level sounds, the gain is more than what we would prescribe. Genau, also für leise Eingänge, die 50 dB oder hier, verstärkt Apple nicht so viel, dafür mehr bei den lauten Eingangsgeräuschen. Right on the prescription, but again, it's not that bad. We also measure the directionality and noise reduction, and I won't go through the details, just to say these can actually improve the speech to noise ratio fairly well with the technology in the AirPods today. So this gave us some confidence that the AirPods might help people if they have problems with speech and noise. Also das hat jetzt hier die Hoffnung erweckt, dass sie die AirPods vielleicht ganz gerne tragen würden, und schauen wir mal, was passiert. Exactly what we did. We did a very similar study to the hearing aid study, where now with this group of people with normal audiograms, 17 Teilnehmer mit normalen Audiogrammen. When you are in a noisy situation, you want to understand speech, put in the AirPods and see how they help you. Übrigens, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob es was damit zu tun hat, aber wenn man hier mal, die haben anscheinend einen Hochtonaudiometer benutzt, und man sieht hier, also normalerweise wird in Deutschland bis 8 Kilohertz gemessen, dann wird das hier vielleicht 12 sein und das 16. Das, so ein Hochtonverlust, also ein echter Hochtonverlust, der eigentlich normalerweise bei uns gar nicht festgestellt wird, schon Auswirkungen haben kann. Ob es jetzt genau das ist oder ob es was anderes ist, was die Probleme verursacht, kann ich jetzt natürlich so nicht sagen. Das interpretiere ich jetzt hier frei rein. Aber ein Hochtonaudiometer kann eigentlich nie, also wirklich nicht schaden. Also beim Ohrenarzt, bei uns gibt es leider sehr selten. Aber hier sieht man schon, ab 8 Kilohertz geht es hier ordentlich runter. So for 6 weeks, that's exactly what they did. We did lots of laboratory measures of speech and noise and listening effort, and we have an app called the Now EMA app, where we can ask questions of them in the real world. So when they're at a restaurant, they can answer some questions about how they're doing. Here's an example of the data that we got. Also die haben das mit ihrer eigenen App abgefragt. Is incredible. One of the questions was, would you wear this device again in the future in a similar situation? Or are there any reasons you wouldn't? And so some of the people said, no, there's no reasons I wouldn't. I would do it next time. A lot of people said, you know what, I'm not getting much benefit, so probably not. Also die meisten haben leider von den AirPods haben da keinen Nutzen. Or I'm feeling embarrassed by wearing these AirPods right now, and I wouldn't want to do it again. Manche finden es auch peinlich. And they don't fit. So that's the kind of data we got from the field to understand how people are doing with their AirPods. We asked, use the saddle, the satisfaction with amplification in daily life. It's a validated questionnaire that is used quite a lot to understand how people are benefiting from hearing aids. You can see the kind of questions here. Also mal wieder ein anderer Fragebogen, davon gibt es übrigens wirklich sehr viele, ja. To repeat themselves, you end up with a score from 1 to 7. The average for the AirPods here was 3.5, 3.3. And you can see the distribution here of the different people. Also so gut haben die leider nicht abgeschnitten, die AirPods. Was published in 2010. A typical hearing aid back then scored about a 5. Also das klassische Hörgerät ist deutlich besser mit 5. Ist ja schon mal eine gute Nachricht. AirPods at 3.5 are, certainly on the low side of what a 12-year-old hearing aid would have done on the same scale. So not looking so good for AirPods so far, I guess I would say. So that fundamental question, once the study was over,
would you continue to wear your AirPods in difficult listening situations? Of the 17 people, 12 said no. Also von 17 Leuten haben 12 angegeben, sie würden die AirPods nicht mehr tragen. No, I wouldn't. And the reasons were primarily the benefit, so they weren't helping, or I felt really awkward and uncomfortable wearing them in social situations. Of the 17, 5 said yes, they would continue to wear them. Jedoch haben eben 5 angegeben, sie würden sie tragen. It was socially awkward, but what they did to overcome that is they explained, if they were with family and friends. Genau, auch wenn ihnen das peinlich vorkam, die haben einfach ihren Freunden oder Familienmitgliedern erklärt, sie tragen die AirPods nicht, weil sie damit Musik hören, sondern weil es auch als Hörgerät fungiert. You know, I'm wearing these things not because I'm listening to music, because I'm wearing them to hear you better. And that got over the uncomfortableness. But, you know, that's not a situation you want to be in all the time where you're constantly explaining why you're wearing these things. So I think the visibility and usability of the AirPods have a long way to go before they have a chance of really being accepted as an alternative solution for people with speech and noise difficulty. That being said, last weekend I was at a wedding, and lo and behold, there was someone in attendance wearing AirPods Pros the whole time. As I talked to him, and he said, also hat da witzigerweise hat beobachtet, dass da jemand AirPods getragen hat und hat er ihn gefragt, ja, warum und so weiter, hat ihm erklärt, dass seine Hörgeräte kaputt sind und er die als Ersatz trägt. He couldn't go to the clinic to get it fixed until Monday, and he was gonna not come to the wedding, and then he realized, why don't I try this? So he put on the AirPods and he wore them for about 5 hours at the wedding and at the reception. And I kept asking him, how are you doing? Are these okay? He's like, you know, they're not as good as my hearing aids. Also er hat die 5 Stunden lang getragen, hatte ihn der Dr. Edwards gefragt, und wie war's? Sagte eben, ja, ist besser als gar nichts. Nicht so gut wie seine Hörgeräte, aber eben besser als nichts. It's better than nothing. And it's better than just wearing one hearing aid. Auch, ja, das ist jetzt interessant. Also die AirPods sind besser als nur ein Hörgerät, ja. Hearing aid, that was mind-blowing to me. You know, what a great use for this. So maybe it's not all the time, but in an emergency, it can help. So to summarize, let me just say, let's think of something other than just the audiogram in order to try to understand whether someone needs your help. Genau, zusammenfassend, wir sollten nicht nur unsere Aussage auf dem Tonaudiogramm basierend wiedergeben oder so. Also Leute, verlasst euch nicht nur aufs Tonaudiogramm. When I presented this to a group of people in England, someone said, wouldn't it be interesting if you did the HHIE survey in order to determine whether someone needed your help and you only did the audiogram in order to figure out how much gain they needed? Genau, also das ist eine sehr, sehr gute Aussage. Also das wurde ja gefragt, macht es nicht Sinn, nur diesen HHIE-Questionnaire-Fragebogen auszufüllen? Und wenn derjenige dann Schwierigkeiten hat, misst man sozusagen das Tonaudiogramm, um festzustellen, wie viel Verstärkung derjenige benötigt. Use it at all to determine need or to explain what's going on. Das macht Sinn, ja. Whether you should think of a treatment. That being said, people who have these normal audiograms can benefit from hearing technology, including hearing aids, if they have good speech and noise features. And finally, as I said, let's not just rely on the audio. Also Menschen mit einem normalen, unauffälligen Tonaudiogramm können, nicht immer, aber sie können von Hörgeräten profitieren. In order to determine who we should be helping. So, thank you for your attention. So, den Rest sparen wir uns. Hier ist die E-Mail-Adresse und ihr findet ihn auch bei LinkedIn. So, Leute, wo sieht man mich? Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt mir gerne eure Fragen an hi@hörgeräte-insider.de und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.